Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial von mir. So, wird ja mal wieder Zeit. Heute ein bisschen ein anderes Setting, weil mein Mann unten in der Werkstatt die Werkstatt umbaut. Und deshalb sind wir heute mal hier. Und wir machen hier heute so ein Windlicht. Das kann man in unterschiedlichen Größen machen. Und sowas sieht ja immer total nett aus. Jetzt, wenn das Wetter dann auch mal schöner wird und ja, für Hochzeiten kann man das auf dem Tisch dekorieren, wenn man draußen sitzt und abends dann ein bisschen nettes Licht haben will. Geburtstag, was man sich vorstellen kann. Die Idee ist von Schwesterherz 75 von der Nadine Straub und ich habe gefragt, ob ich davon ein Video machen darf. Das durfte ich. Herzlichen Dank an der Stelle. Ja, und wir gehen gleich mal voran. Wir machen heute hier diese kleine Form, aber das kann man auch adaptieren hier in dieser Größe. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das jetzt halt nur mal in dieser Größe gemacht, weil ich nur eine kleine Stanzmaschine habe. Ich glaube A5. Und dann hat das hier durchgepasst. Also hier dieses Cutout habe ich damit gemacht. Hier musste ich die einzeln machen, weil das in der Breite nicht durchgepasst hätte. Und ja, wie das geht, das zeige ich euch. Ich stelle die mal zur Seite. Ich muss das hier liegen haben, weil ich hier oben eine Lampe habe und wenn ich die nicht hier liegen habe, dann leuchtet die Lampe auf den Glastisch und das wollen wir nicht. So, wir fangen jetzt an mit diesem Rahmen hier unten und dazu brauchen wir Papier eurer Wahl. Das kann ein einfarbiges sein, das kann aber auch hier so was Buntes sein. Und da brauchen wir jetzt erstmal ein Stück in der Länge von 8,5. Also die Länge ist bei allen gleich, 8,5 und 2 mal 12. Reicht das hier noch? Dann brauchen wir nochmal 8,5. Ja, das haut noch hin. Sehr schön. Aber diesmal brauchen wir eine Breite von 14. Also ihr müsst wie gesagt nicht mitschreiben. Das schreibe ich euch nachher in die Infobox. Also 2 mal 8,5 mal 12, 2 mal 8,5 mal 14. Und dann fangen wir auch erstmal an, hier mit den kürzeren. Wir falzen auf der kurzen Seite bei 1,5, bei 3,5, dann drehen wir das um, falzen bei 5, und bei 7. Das machen wir mit dem anderen auch. 1,5, 3,5, 5 und bei 7. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr dieses Setting schöner findet oder das andere. Ob das von der Stimme, also vom Ton her in Ordnung ist, weil die Kamera ist jetzt weiter weg als in dem anderen Setting. Und schreibt mir das doch gerne mal.
So, jetzt legen wir das andere Stück ein. Mit der langen Seite wird gefalzt auf beiden Seiten bei 1 Zentimeter. Dann auch wieder wie gehabt bei 1,5, bei 3,5, dann drehen wir das um, bei 5, und bei 7. So, dann wird noch geschnitten. Und zwar guckt ihr euch jetzt an, wo hier euer Verlauf ist. Das ist jetzt in diese Richtung. Also lege ich mir das bei 2,5 an und schneide bis zur zweiten Falz. So, ich halte es jetzt mal ein bisschen näher in die Kamera. Also hier bis zu dieser zweiten Falzlinie schneiden. Seht ihr das? So. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Dazu lege ich mir das hier mal an, hier unten, auch bei 2,5 und schneide auch hier bis zur zweiten Falz. Da geht noch ein kleines Stückchen. So. So. Dann kann man hier unten das so ein bisschen schräg abschneiden und hier die Seite auch anschrägen. Das wird dann nachher unsere Klebelasche. Hier auch ein bisschen anschrägen und dann hier mit der Schere rein und hier rüber zu dem Schnitt. Also so eine Diagonale. So. Das machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch. Ich schräge das hier schon mal so ein bisschen an und dann gehen wir hier rüber als Diagonale bis zu dem Punkt. So. Und hier unten auch noch die kleine Lasche weg. So, das war schon mal das erste. Das machen wir natürlich mit dem anderen auch noch. Also wieder auf beiden Seiten bei 1 Zentimeter falzen. Dann bei 1,5, bei 3,5, bei 5, und bei 7 und dann auch wieder bei 2,5 auf der langen Seite anlegen und bis zur zweiten Falz einschneiden. Ja, das war jetzt meine Falzkugel. Bis zur zweiten Falz einschneiden, noch ein kleines Stückchen. So. Und das machen wir hier auf der anderen Seite auch. Bei 2,5 anlegen und bis zur zweiten Falz einschneiden. Das kann man natürlich auch mit der Schere machen, aber mir erschien das jetzt hier auf dem Falzbrett einfacher. So, dann kann man das Falzbrett wegnehmen. Dann können wir hier auch wieder die Klebelaschen anschneiden. Und hier wieder rüber, diagonal. Auf der anderen Seite genauso. So. Das war das dann schon.
Dann kann man das jetzt einmal durchfalzen. Habt ihr denn schon Urlaubspläne geschmiedet? Also wir noch gar nicht. Wir wollen uns da so ein bisschen treiben lassen. Wir sind da ein bisschen spontan und wollen einfach mal gucken. Ach so, und was ich noch sagen wollte, bitte keine echten Kerzen reinstellen. Wie gesagt, es ist aus Papier. Man kann das ein bisschen haltbar machen. Es gibt ja wie so eine Art Kleber und den gibt es in verschiedenen Texturen. Und damit kann man solche Papiere oder Materialien auch outdoor-tauglich machen. Das heißt Mod Podge. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt oder wenn ihr das draußen stehen haben wollt und nicht jedes Mal wieder reinholen wollt, dann solltet ihr das damit bearbeiten. Aber natürlich trotz allem nicht mit richtigem Feuer. Also da gibt es ja diese kleinen Lichterketten oder die kleinen elektrischen Teelichter. Also die sind dafür natürlich besser geeignet. So, dann werden die Klebelaschen. Ich nehme jetzt hier doppelseitiges Klebeband, weil das einfach besser hält. Das kann man natürlich auch mit Flüssigkleber machen, aber jetzt hier im Video wäre das zu lang. So, dann werden die Teile aneinander geklebt. Dabei natürlich bitte auf den Richtungsverlauf achten. Habe ich jetzt hier mal einen Piekser mit hochgenommen? Nein, habe ich natürlich nicht. Weil ich bin jetzt hier bei mir im Zimmer, in meiner kleinen Bastelecke, in meiner neuen. Und ja, wie gesagt, die Werkstatt ist Chaos. So, dann legt man das hier so aneinander. Achtet darauf, dass es schön passend ist. Und drückt es an. Natürlich hier auf den Verlauf achten bitte, weil das wäre ja dann nicht so schön, wenn das auf dem Kopf stehen würde. Es sei denn, ihr nehmt jetzt irgendwie ein einfarbiges Papier oder so, dann ist es nicht so schlimm. So, dann werden die alle aneinander geklebt. Und auf der gegenüberliegenden Seite, dann kann man das so umklappen. Auch nochmal gucken, ob das gerade ist, so gerade wie möglich. Und dann auch hier zusammenkleben. So. Jetzt beklebt man natürlich hier oben die auch noch mit doppelseitigem Klebeband. Das hätte ich vielleicht auch vorher machen können. Gut, jetzt machen wir es eben jetzt. Da müsst ihr mal gucken, was euch angenehmer ist, ob ihr das doppelseitige Klebeband oben oder unten hin machen möchtet. Ich mache das jetzt oben hin, weil das habe ich bei den anderen auch so gemacht und jetzt ist das so ein kleiner Gewöhnungseffekt ist dann eingetreten. Müsst ihr einfach schauen, was euch angenehmer zum
Arbeiten ist. So. Dann wird das hier schon mal so eingeklappt. Mal noch ein bisschen wegmachen, so. Und dann darauf achten, dass die hier übereinander liegen. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass ich hier jetzt keinen Piekser habe. Gut, dann müssen wir das jetzt halt mal so abmachen. So, also hier so rumlegen, dass das hier halt dieses, ja, wie so ein Rechteck ergibt. Natürlich auf der anderen Seite auch. Und wenn das dann schon mal steht, also wenn man das jetzt schon mal gemacht hat, dann hat das Ganze auch schon eine gewisse Stabilität. So, ja, das war jetzt, ist nicht geklebt. So, jetzt natürlich noch die beiden anderen Seiten. Und was ist jetzt hier? Warum passt das jetzt hier nicht? Habe ich da nicht bei 2 das abgeschnitten? Oh Mann. Also jetzt müssen wir das leicht einfach mal hier so frei Hand machen, damit wir da durchpassen. Also da habe ich wahrscheinlich nicht die 2, sondern nur 1,5 gemacht. Naja, das ist jetzt halt so. Da muss man sich jetzt halt einfach mal so ein bisschen behelfen. So. Aber besser mir passiert als euch. So, dann nehme ich hier noch für diese Kanten hier, da gebe ich dann ein bisschen Flüssigkleber drauf. Ich hoffe, ich habe das jetzt immer richtig ins Bild gehalten. So, hier auch jetzt diese Klebelasche abfriemeln. So, das war ja jetzt das erste Mal für mich und von daher weiß ich, was ich jetzt hier oben noch mit herbringen muss. So, dann kann man das hier schon mal befestigen. Und auf der gegenüberliegenden Seite natürlich auch. So, dann kann man hier auch schon mal das Klebeband abfummeln. Und auch hier wieder ein bisschen Kleber auf die 2 Ecken. So, jetzt haben wir hier schon mal den Rahmen fertig. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Boden. Und der Boden hat ein Maß, dann nehme ich jetzt mal hier dieses Gelb, das passt ganz gut, finde ich. Der Boden hat ein Maß von 11,9 auf 11,9 und das schneide ich mir 2-mal. Und dann klebe ich die so gegeneinander, damit ich eine schöne Unterseite habe und natürlich eine schöne Oberseite.
So schön gucken, dass die übereinander liegen. Und dann kann man noch mal gucken, welche Seite man schöner findet. Ich finde jetzt diese Seite hier schöner und deshalb kommt jetzt hier mein Flüssigkleber außen hin. Das mache ich jetzt so Pi mal Auge, nicht zu doll. Wir hätten das jetzt auch mit doppelseitigem Klebeband machen können, aber das mache ich lieber mit Flüssigkleber, weil dann kann man das noch mal so ein bisschen verrutschen. So, dann gucke ich jetzt, welches ist hier die schönere Oberseite. Das ist die Unterseite und da klebe ich jetzt hier meinen Boden gegen. Na, mit dem Flüssigkleber kann man das immer noch so ein bisschen hin und her rutschen. So, und damit ist jetzt eigentlich auch schon hier dieses Unterteil, also da, wo jetzt das Licht drin steht. Also man kann das hier rausnehmen. Hier habe ich dann noch so eine Kerzenhalter hatte ich noch. Den habe ich genommen. Da kann man ja auch so ein elektrisches Teelicht reinmachen oder eine kleine Lichterkette oder so. Und hier habe ich das mit Transparentpapier hinterlegt. Hier habe ich das mit so einem Seidenpapier hinterlegt. Das fand ich auch ganz hübsch. Müsst ihr mal gucken, was ihr da habt. Jetzt kommt, das war jetzt hier dieser Korpus, jetzt kommt der Einsatz sozusagen. Das habe ich mir jetzt hier ausgestanzt. Und zwar hat das Papier ein Maß von 19 auf 14,5. Und wird gefalzt bei 9 und bei 18. Und dann habe ich mir hier mit so einer Negativstanze ist das, habe ich mir hier so ein Fenster rausgestanzt. Bisschen vorsichtig. So. Und hier auch. Das ist eine Stanze von Alexandra Renke. Die gibt es auch noch. Und das finde ich ganz schön. Das ist halt schön sommerlich. Und ja, darum habe ich die jetzt genommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier noch irgendwie retten können. Das ist ja schon mal ein bisschen schwierig, wenn man das durch die Stanzmaschine schiebt. Das ist diese hier, hat den Namen Olive Branch Olivenzweig Nummer 3 und die andere habe ich hiermit gemacht. Das ist der Olivenzweig Nummer 4. Wenn ihr daran Interesse habt, dann guckt gerne nach und ja, dann könnt ihr doch bitte auch gerne beim Checkout meinen Engelcode SOHOS benutzen. Dann bekomme ich eine kleine Provision. Das würde mich freuen. So, die kann man jetzt hier noch ein bisschen anschrägen. Und das Transparentpapier hinterlegen. Wie groß ist das jetzt hier? Kann man das hier irgendwie messen? 5 auf 8. Dann schneiden wir mal das Transparentpapier zurecht. 6 auf 9. Und das Schöne ist, ihr könnt die in allen möglichen Größen, also hier die Höhe von dem Rahmen, den kann man variieren. Ihr könnt auch das Licht an sich hier kleiner machen.
Also wenn man das so nach diesem Prinzip macht, dann kann man da jede Größe machen, nehmen, die man sich vorstellen kann. So, jetzt wird das mit Transparentpapier hinterlegt. Dafür nehme ich hier und beklebe das hier leicht außen. Das ist ja immer so eine Sache mit Transparentpapier und sichtbarem Kleber, aber dadurch, dass es innen ist, ist es nicht ganz so tragisch. Darum können wir auch hier mit Flüssigkleber arbeiten. So, und dann auch das andere. Wenn man möchte, kann man natürlich auch... was ist denn los heute mit mir? Das ist die ungewohnte Umgebung, ich sag's euch. Da kann man natürlich auch hier mal so ein paar Pünktchen Kleber noch draufsetzen. Das muss aber nicht sein. Und dann auch hier an der Außenseite Kleber aufbringen auf dem Transparentpapier. Das so ein bisschen andrücken. Jetzt können wir das kurz antrocknen lassen. Hier auch. Nochmal mit dem Salzbein drüber gehen. Und dann können wir das hier mit doppelseitigem Klebeband, das können wir jetzt aufbringen. Ja, und dann wäre ich euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr mir sagen könntet, ob euch dieses neue Setting gefallen hat, ob ihr mich gut verstehen konntet, was ich ändern sollte. Da wäre ich euch sehr dankbar, weil der Umbau der Werkstatt, der wird noch einiges dauern. Und ja, und deshalb wird das wahrscheinlich jetzt hier erstmal so dabei bleiben, dass ich hier die Videos mache. Ob das Licht ausreichend ist, solche Sachen. Also das wäre toll, wenn ihr mir da mal was zu sagen könntet, dass ich das noch so ein bisschen verbessern kann. So, jetzt werden diese zwei Teile hier aneinander geklebt. Schön genau arbeiten und dann umschlagen, das Klebeband abniedeln und auch hier darauf achten, dass das schön gerade übereinander liegt. So, und damit ist dann jetzt sozusagen der Einsatz fertig und kann hier eingesetzt werden. So. Und ich finde, das ist eine hübsche Sache. Es ist schnell gemacht. Das kann man jetzt hier noch mit einem Bändchen. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Rub-Ons drauf. Oder hier noch so ein paar Olivenzweige ausgestanzt. Washi-Tape kann man nehmen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ich hoffe, es euch gefällt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. War schön mal wieder mit euch. Vielen Dank. Tschüss.